Es liegt auf dem Tisch, hat schon seit 3 Wochen dort gelegen. Du weißt, was drin ist. Du weißt, dass du es öffnen musst. Und trotzdem passiert jeden Morgen dasselbe. Du siehst es an, wendest den Blick ab und irgendwo tief in deiner Brust zieht sich etwas zusammen. Kein großer Schmerz. Nur dieses dumpfe, leise Unbehagen, das du inzwischen so gut kennst, dass du es kaum noch bemerkst. Das ist kein Papierkramproblem. Das ist ein psychologisches System und es arbeitet gerade aktiv gegen dich. Hier ist die erste verstörende Wahrheit. Der Brief an sich ist nicht das Problem. Der Brief hat keine Macht. Er liegt einfach da. Papier, Tinte. Mehr nicht. Aber in deinem Kopf ist dieser Brief inzwischen ein Symbol geworden. Ein Symbol für alles, was du noch nicht erledigt hast. Für alles, was sich aufgestaut hat. Für die Version von dir, die du eigentlich sein wolltest. Organisiert, strukturiert, in Kontrolle. Und genau das macht es so gefährlich. Weil du nicht vor dem Brief sitzt. Du sitzt vor dir selbst. Lass uns das von Anfang an verstehen. Der Mensch ist kein rational denkendes Wesen, das manchmal Emotionen hat. Der Mensch ist ein emotional fühlendes Wesen, das manchmal rational denkt. Und das Gehirn, dieses faszinierende, komplexe Organ, hat eine einzige Priorität: Schutz. Es will dich schützen, vor Schmerz, vor Scham, vor dem Gefühl des Versagens. Und wenn es einen Brief auf dem Tisch sieht, den es mit negativen Emotionen verknüpft hat, dann tut es genau das, was es immer tut. Es schiebt dich weg. Es sagt, nicht jetzt, morgen, wenn du mehr Energie hast, wenn du bereit bist. Das klingt harmlos, ist es nicht, weil morgen nie kommt und der Brief nicht kleiner wird. Hier beginnt das eigentliche Paradox. Der Moment, in dem du nicht handelst, ist nicht neutral. Er ist nicht einfach eine Pause, er ist eine Entscheidung. Und diese Entscheidung hat Konsequenzen, die sich still und leise aufschichten wie Schnee, der in der Nacht fällt. Du siehst es nicht, aber es wird schwerer. Jede Stunde, die vergeht, ohne dass du diesen Brief öffnest, fügt dem Gewicht etwas hinzu, nicht viel, aber genug. Und nach Tagen werden daraus Wochen. Und aus Wochen werden Monate. Und irgendwann sitzt du nicht mehr vor einem Brief, sondern vor einem Berg. Stell dir einen Schneeball vor. Klein, harmlos, perfekt rund in deiner Hand. Du legst ihn auf einen Abhang. Er bewegt sich kaum. Vielleicht rollst du ihn sogar ein kleines Stück, schaust ihm zu, denkst, nicht der Rede wert. Und genau in diesem Moment, in dem du denkst, es ist nicht der Rede wert, beginnt der Schneeball zu rollen. Langsam zuerst, kaum spürbar. Doch jede Umdrehung nimmt mehr Schnee auf. Jeder Meter macht ihn schwerer. Und je schwerer er wird, desto schneller rollt er. Das ist keine Metapher. Das ist exakt, was in deinem Leben passiert, wenn du Dinge aufschiebst, die erledigt werden müssen. Und jetzt wird es interessant. Weil die meisten Menschen glauben, das Problem sei die Faulheit oder der Zeitmangel oder die Überforderung. Aber das stimmt nicht. Das sind Symptome. Die eigentliche Ursache liegt viel tiefer. Prokrastination bei bürokratischen Aufgaben, Steuererklärungen, Mahnungen, Versicherungsanträge, Verträge ist kein Charakterfehler. Es ist eine Stressreaktion. Wenn dein Gehirn eine Aufgabe als bedrohlich einstuft, schüttet es Cortisol aus. Stress. Und was macht der Mensch mit Stress? Er flieht. Nicht physisch, aber mental. Er öffnet Instagram. Er macht sich Kaffee. Er schaut auf sein Handy, ohne wirklich zu wissen, warum. Das Gehirn hat die Bedrohung erkannt und dich aus der Situation herausgelenkt. Es hat dich beschützt. Nur leider vor der falschen Sache. Und genau das zerstört Menschen. Nicht der Papierkram selbst, sondern das System, das ihn immer größer werden lässt. Hier ist die Lösung, die fast niemand kennt. Oder besser gesagt, fast niemand anwendet. Es geht nicht darum, motivierter zu werden. Motivation ist das falscheste Werkzeug für bürokratische Aufgaben, das es gibt. Motivation kommt und geht. Sie hängt von deiner Energie, deiner Stimmung, deinem Schlaf ab.
Du brauchst kein Gefühl. Du brauchst ein System. Und das System ist simpel, fast brutal in seiner Einfachheit. 2 Minuten. Wenn eine Aufgabe in 2 Minuten erledigt werden kann, Brief öffnen, Datum notieren, in die richtige Schublade legen, dann tue es sofort. Jetzt. Nicht nach dem Kaffee. Jetzt. Weil jede Aufgabe, die du sofort erledigst, keinen Platz in deinem Kopf besetzt. Und der Kopf ist wertvoll. Viel zu wertvoll für offene Schleifen. Doch da ist noch etwas, worüber wir reden müssen. Etwas, das viel dunkler ist. Weil es nicht nur um einzelne Briefe geht. Es geht um das, was dieser Berg aus unerledigten Dingen mit dir macht. Psychologisch. Jeden Tag. Jedes Mal, wenn du an diesem Stapel vorbeigehst, und du gehst an ihm vorbei, du siehst ihn, auch wenn du so tust, als ob nicht, aktiviert dein Gehirn eine Art stilles Alarmsystem. Kein lauter Alarm, kein Schrei, nur dieses leise, permanente Rauschen im Hintergrund. Diese unterschwellige Anspannung, die dich nie wirklich loslässt. Und weißt du, wie das nach Wochen klingt? Nach Erschöpfung. Nach dem Gefühl, dass du nie wirklich abschalten kannst. Nach diesem seltsamen Stress, für den du keine Erklärung findest, weil du ja eigentlich gerade gar nichts Schlimmes tust. Du sitzt auf der Couch, du schaust Netflix, aber du entspannst dich nicht wirklich, weil dein Kopf noch im Kampf ist. Mit dem Berg, mit dem Stapel, mit dir selbst. Manche Menschen nennen das Burnout. Dabei sind es manchmal einfach nur ungeöffnete Briefe. Und jetzt passiert etwas Absurdes. Je größer der Berg wird, desto weniger realistisch fühlt sich das Anpacken an. Das ist das eigentliche Paradox. Der Schneeball rollt, und je größer er wird, desto unmöglicher erscheint es, ihn aufzuhalten. Du weißt, dass du musst. Du willst sogar. Aber du öffnest den Laptop, siehst die Flut an Dokumenten, Fristen, Formularen und schlägst ihn wieder zu. Nicht aus Faulheit, aus echter, tiefer Überwältigung. Und das Gehirn macht etwas Perfides. Es rationalisiert das. Es sagt dir, du bist nicht bereit, warte, bis du mehr Zeit hast, bis du dich besser fühlst, bis der richtige Moment kommt. Der kommt nicht, das weißt du, aber der Gedanke fühlt sich trotzdem gut an, weil er dich schützt, für jetzt, auf Kosten von morgen. Hier kippt das System, weil irgendwann, und das ist der Moment, den niemand kommen sieht, hört die Stille auf. Ein Brief war noch harmlos. Aber jetzt kommt die Erinnerung, dann die zweite Mahnung, dann der eingeschriebene Brief, dann das Schreiben vom Anwalt, dann das Gespräch mit dem Steuerberater, das du dir nicht leisten kannst, dann die Strafe, die Gebühren, der Eintrag. Und plötzlich ist aus einem harmlosen Blatt Papier eine Lawine geworden. Nicht, weil das Leben unfair ist, sondern weil ein Schneeball zu lange gerollt ist. Und hier ist die zweite Lösung, die wirklich alles verändert. Du musst den Berg nicht heute besiegen, du musst heute nur einen Stein nehmen, einen einzigen. Öffne einen Brief, beantworte eine E-Mail, ruf einmal an. Nur einmal. Weil das Gehirn, das vorhin noch geflüchtet ist, etwas sehr Interessantes tut, wenn du anfängst. Es produziert Dopamin. Nicht viel, aber genug. Genug, um das leise Rauschen ein bisschen leiser zu machen. Genug, um das Gefühl zu erzeugen. Ich habe etwas getan. Ich bin nicht gelähmt. Ich kann das. Und dieses Gefühl ist der Beginn des Gegensystems. Nicht Motivation, nicht Disziplin. Einfach ein Stein. Jeden Tag. Der Berg schrumpft. Langsamer, als er gewachsen ist, aber er schrumpft. Doch fast niemand erkennt das. Weil wir in einer Kultur leben, die alles oder nichts liebt. Entweder du erledigst den gesamten Papierkramberg an einem Wochenende oder du bist ein hoffnungsloser Fall. Entweder du hast dein Leben perfekt im Griff oder du versagst. Das ist gelogen. Das ist eine Lüge, die dich lähmt. Weil perfekte Systeme nicht existieren, weil niemand seinen Papierkram in Echtzeit erledigt. Weil das Leben unordentlich ist und Formulare öde sind und niemand gerne seine Steuererklärung macht. Das ist keine persönliche Schwäche. Das ist eine zutiefst menschliche Erfahrung. Und wer dir etwas anderes erzählt, lügt oder hat eine Assistentin.
Was uns zu etwas führt, das weit über Papierkram hinausgeht. Weil der Schneeballeffekt nicht nur auf Formulare zutrifft. Er trifft auf Gespräche zu, die du nicht geführt hast, auf Entschuldigungen, die du aufgeschoben hast, auf Arztbesuche, die du immer wieder verschoben hast, auf Beziehungen, die still verrottet sind, weil niemand den ersten Schritt gemacht hat, auf Entscheidungen, die du so lange hinausgezögert hast, dass das Leben sie für dich getroffen hat. Das Prinzip ist immer dasselbe. Das Aufschieben kostet nie nichts. Es kostet immer etwas. Manchmal Geld, manchmal Zeit, manchmal Würde, manchmal Menschen. Und irgendwann, wenn der Preis hoch genug geworden ist, stehst du da und fragst dich, wie ist das passiert? Wie konnte das so eskalieren? Und die ehrliche Antwort ist, einen Brief auf einmal, einen Monat auf einmal, ein Jahr auf einmal. So passiert es. Hier ist die dritte, vielleicht wichtigste Lösung. Sie hat einen Namen, das Selbstmitgefühlsystem. Es klingt weich, es ist es nicht. Es bedeutet, hör auf, dich dafür zu hassen, dass du aufgeschoben hast. Nicht, weil es egal ist, sondern weil Selbsthass keine Energie erzeugt, er frisst sie. Jede Minute, die du damit verbringst, dich schlecht zu fühlen, weil der Stapel noch da ist eine Minute, in der du den Stapel nicht kleiner machst. Das Gehirn lernt durch Belohnung, nicht durch Bestrafung. Also gib dir die Belohnung. Tick einen Punkt ab. Mach einen Haken. Sag dir innerlich, gut gemacht. Nicht ironisch. Ernst. Weil dein Gehirn dieses Signal braucht, um wieder in Bewegung zu kommen. Und Bewegung ist alles. Träge Objekte bleiben träge. Bewegte Objekte bleiben in Bewegung. Das gilt für Physik und für Menschen. Und jetzt, ganz am Ende dieser Gedankenreise, eine letzte, verstörende Wahrheit. Der Stapel auf deinem Tisch? Der ist nicht dein Feind. Er ist ein Spiegel. Er zeigt dir, wo in deinem Leben gerade zu viel Energie ins Vermeiden fließt, statt ins Handeln. Wo du Kontrolle vorgibst, aber eigentlich schon längst das Steuer losgelassen hast. Wo du funktionierst, aber nicht wirklich lebst. Und das ist keine Kritik. Das ist eine Einladung. Weil wer den Spiegel nicht wegschaut, sondern hineinschaut, der beginnt zu verstehen. Und wer versteht, kann beginnen. Nicht perfekt, nicht alles auf einmal. Aber heute, jetzt, mit einem einzigen Brief. Doch hier ist, was niemand dir sagt. Papierkram ist nur eine Ebene. Darunter liegt etwas viel Größeres. Dieses permanente Rauschen im Hintergrund, diese Erschöpfung ohne klaren Grund, dieses Gefühl, nie wirklich abzuschalten. Das ist kein Zufallsprodukt. Das hat ein System. Und wie du dieses System durchbrichst, ohne dein Leben auf den Kopf zu stellen, darum geht es im verlinkten Video. Denn der eigentliche Kampf findet nicht am Schreibtisch statt. Er findet in dir statt. Und den zu verstehen, ist der erste Schritt in ein Leben, das sich wieder leicht anfühlt.